Hi. Here I wanted to discuss the state of the German political opposition, in particular the recently founded and likely already imploded Values Union and its leader Hans-Georg Maaßen. So Hans-Georg Maaßen, he was a German civil servant and lawyer. He served as the president of the Federal Office for the Protection of the Constitution, which is Germany's domestic security agency and one of the three agencies in the German intelligence community under the Merkel regime. He was eventually placed in early retirement after making statements against mass migration in 2018, and in 2023 the expulsion of him from the Christian Democratic Party, CDU, was initiated. He then became one of the founders and since January 2023 the president of the Values Union. So besides the Alternative for Germany AfD party, which is a right-wing conservative opposition party, the Values Union became another opposition party which formed out of the Christian Democratic Union, seeking to re-establish the party's conservative roots, not agreeing with Merkel's mass migration policies and the Euro rescue policies as well. The idea here was that people generally not brave enough to embrace more drastic changes with the AfD would find a new harbor in this new values union, in particular since the AfD was defamed as right-wing extremists by the same office Maaßen had. However, do you really think Maaßen, president of the Federal Office of the Protection of the Constitution under Merkel, is true opposition, in particular since we know now that the many crises we currently face have been long in preparation? In 2013, Maaßen visited the headquarters of the US National Security Agency, NSA, and agreed to transfer all data collected by his federal office to the US. Big scandal. So here I wanted to look at the video footage of the founding of the party on a boat on the River Rhine to understand better how this fiasco and the implosion came about. So here's a short clip from the official German news. So there are no subtitles, unfortunately, and it's full of framing and propaganda. But let's have a quick look. Früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen ist am Vormittag nahe Bonn zusammengekommen und hat eine Partei gegründet. Geplant ist, bei den anstehenden Landtagswahlen anzutreten. Maaßen war zuletzt immer wieder wegen rechtsgerichteter Äußerungen mit der CDU aneinandergeraten und Anfang des Jahres aus der Partei ausgetreten. Nach dem Bündnis Sarah Wagenknecht ist es die zweite prominente Neugründung in diesem Jahr. Hier sollen sie eigentlich auf die MS Godesia steigen, doch das Schiff ist nicht. Here they make fun of the fact that the ship is not here, on which they wanted to found the party. It looks ridiculous. A gate to nowhere. MS Godesia steigen, doch das Schiff ist nicht da. Keine Mitglieder der Werteunion, wohl aber Polizei, privater Then they describe that there are no supporters, no members of the party, just police and bodyguards. Sicherheitsdienst und Demonstranten von Linkspartei und Grüne. Wir wollen And of course, the liberal left-wing protesters are here, organized by the Green Party. We get the usual framing and propaganda. Eine klare Kante gegen rechts zeigen und wir sehen, dass diese Werteunion eigentlich AfD 2.0 ist. Also sie wird. So they call them the AfDs, Alternative for Germany 2.0, right-wing extremists, not realizing that the different opinions are part of a democracy. I wonder what the Green Party members and the voters will say when there's no food on the table anymore. That will be the only gratifying moment when the chaos starts. Rechtsextreme Positionen salonfähig machen wollen. Doch Hans-Georg Maaßen meidet. And now here Maaßen is coming, surrounded by bodyguards and these other members. Maaßen meidet offenbar die Demonstranten, steigt ein paar Kilometer weiter südlich zu. She's saying that he's avoiding the protesters and it makes him look already weak, guilty and full of fear. Not close to the people at all. Unclear is why there are no supporters, why he doesn't turn with a smile to the people and say a few confident words, reminding them of the democratic values. Weitere Mitglieder folgen. Auf dem Schiff soll es zur Parteigründung kommen. Doch wofür könnte die neue Partei stehen? Die Werteunion steht nach ihrem Selbstverständnis. Why on a boat? Water symbolizes instability, no solid ground under the feet. Often a river is a border between countries, so it's quite ambiguous what the jurisdiction is. On sea, the country laws are not valid anymore and are replaced by international and maritime law. I mean, this is a river. It signals ambiguity. Looks secretive. Das für die Werte der CDU unter Kohl und Adenauer. Aber so they want to return to the values of Chancellor Kohl and Adenauer. This is already a joke. Adenauer was the first chancellor after World War II, and he was deeply committed to the Atlantic foreign policies in very close relation to France, UK, and the US. So basically a puppet of the Allied forces. So much about the news, so much about the framing and the context.
So now on the boat, only here at the very, very beginning we see smiles, and again at the very end, but not at all in between. It's a very serious press conference. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zur ersten Pressekonferenz der neuen Partei Werteunion. Wir haben hier auf diesem Schiff um 12:32 Uhr die Partei Werteunion gegründet. Wir haben zum Vorsitzenden Hans-Georg gewählt. Hier sitzen weitere Mitglieder des Vorstandes, da sage ich gleich noch kurz etwas zu. Die Partei Werteunion steht für Freiheit, Demokratie, das christliche Menschenbild und eine Humanität, die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland basiert und sich aus dem christlichen Menschenbild heraus speist. So far, so good. Libertarian, work merit-based Christian values. Admiral Schönbach, von Ihnen aus gesehen ganz rechts. Daneben Herr Albert Weiler. Albert Weiler ist Politiker, der auch im Bundestag für die CDU gesessen hat. Ich komme eigentlich aus der FDP, war da einige Jahre Mitglied, auch sehr engagiert, bin auch Kandidatin gewesen bei der letzten Bundestagswahl. Ich hatte mir erhofft von den Freien Demokraten, dass sie unser Land auf einen freiheitlichen Kurs wiederbringt, und das hat sich leider in der Ampelregierung nicht erfüllt, und deswegen habe ich mich entschlossen, mich hier dieser neuen Partei anzuschließen, weil ich mir davon erhoffe, dass wir tatsächlich eine freiheitliche, bürgerliche, mittige und sehr, sehr seriöse Politik machen. Ich bin jetzt Stellvertreter der neuen Partei Werteunion, auch deshalb, weil ich nach 40 Jahren oder fast 40 Jahren CDU-Mitgliedschaft nicht mehr damit einverstanden war, dass man bei... So notice anything besides the Admiral, these are all politicians, even members of the German parliament. Clearly this is not a fresh start, with people from the outside, from industry, and with actual work experience. Der CDU sich so ohne weiteres in Koalition den Grünen unterwirft, programmatisch. Dort, wo die CDU mit den Grünen koaliert, hat man das Gefühl, dass die Handschrift der Grünen deutlich zu stark ist. Und die Grünen sind der Hauptverursacher der derzeitigen Krise in Deutschland. Und so the real question is, why the Green Party dominates their agenda? And since he was party member for 40 years, he should know, he should understand that. But he doesn't offer any explanations. Why is it different this time? Focusing on one thing within clearly confined boundaries is a typical sign of controlled opposition. Ignoring the big picture, the pink elephant, they mention. Und war 8 Jahre im Deutschen Bundestag, bin über 20 Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister und im Kreistag noch tätig, also kommunalpolitisch sehr engagiert. Und mein Ziel ist es, dass wir wieder in Deutschland eine Politik bekommen, die für Wirtschaft steht, die für Leistung steht, wo auch die Arbeit wieder gewertschätzt wird. Und das ist heute aus meiner Sicht nicht mehr der Fall. So he's another politician. He seems to emit some confidence, while she looks shy to the side with her hands under the table. He's a bootlicker next to the head of the party, taking notes. Maaßen looking down, pale, sweaty, not a sign of confidence, very deflated. And the Admiral a bit in separation, quite confident, observing the rest of the team. Ja, Herr Schönbach, 58 Jahre, eine Korrektur, Admiral außer Diensten, vor 2 Jahren aus der Marine ausgeschieden, nach 38 Jahren. So making small corrections, that is a sign of confidence as well, because it draws spotlight on him. And he enjoys the dialogue. He turns to his party members and, C3 turn to him in. Meine Motivation ist ähnlich tatsächlich, dass ich, und ich sage es ganz bewusst, dass es mir schwer gefallen ist, aus der Union auszutreten. Ich hing mit Herzen an dieser Partei. Und an It is strange, after such a long time, the mismanagement by the Merkel regime since 2015, and it's still hard for them to leave that party, and they haven't really left it apparently. Very surprising. zu einem mehr liberal-konservativen Bild einer neuen Politik. So he said libertarian conservative. Interesting. Das war heute ein großartiger Tag hier gewesen auf dem Schiff. So it was a great day today on the ship, and based on the mimics of these people, it looks more like a funeral. There are no smiles at that moment. Niemand von uns, niemand von denen, die heute hier bei der Gründungsversammlung dabei waren, hat einfach nur Interesse, in die Politik zu gehen oder irgendein Mandat zu übernehmen. So he says there's no interest simply to go into politics, to get mandates, but all of them except the Admiral are from politics. There's a major contradiction here, and there are many. Ich bin einstimmig gewählt worden, fast alle Mitglieder des Vorstandes sind mit 90% der Stimmen gewählt worden. So he says he was elected unanimously as a head of the party, but then in the same sentence he says 90% voted for him. Here's another major contradiction. Ein überragendes Bekenntnis im Grunde genommen zu diesem Vorstand. Ich bin den ganzen Gründungsmitgliedern, die da waren, sehr dankbar. Ich bedanke mich. Here he shakes his head a little bit, so there's some disagreement. He doesn't seem to fully agree. Bei Ihnen, aber auch bei den vielen, vielen Mitgliedern der Werteunion, die leider heute nicht teilnehmen konnten, die uns aber in den letzten Wochen und Monaten durch Schreiben, durch Aufforderungen wirklich unterstützt hatten. It's interesting, there was this controversy now about Max Otte and Markus Krall. These were people from the industry and they left the party already after this press conference. So again, supporting the idea that this is not about outsiders joining and forming a party to make a change. Viele, viele neue Mitglieder bekommen in den letzten Wochen.
Wir waren Anfang Januar 4.000 Mitglieder in der Werteunion und dann ging es stundenweise im 100er-Tempo hoch. Wir sind jetzt in Richtung 10.000. Wenn wir all diese Anträge auch annehmen würden und auch in die Partei Werteunion überführen würden. Und meine Zielrichtung ist, dass wir wirklich wachsen, vielleicht weniger an Mitgliedern, aber vor allem an Stimmen. So there's a bit of a question why not many people can join the party and become members. And there's, I think, a 15 months waiting period. So it might be a reasonable thing to do to avoid that it gets infiltrated from the outside very quickly. Achim Schönbach sagte vorhin schon, schwer gefallen, aus der Union auszuscheiden. Dem Albert Weiler. So that was very awkward how he turned and then he turned, but with a delay. So there's not particularly good communication between these people, I think. It might be mostly Maaßen, who is quite awkward around people. No smiles again. Weil ich nicht mehr an die Parteien glaube, die jetzt im Parlament das Sagen haben, weil diese Parteien ein Kartell bilden und letztendlich nur Varianten des einen sind, im Grunde einer neosozialistischen Politik. But here's the question backs, how is they gonna do it differently? So you first have to know what the problem is, why. Probably as long as we can think parties were controlled from outside influences, how are they gonna do it differently? So if you don't know where the problem is and what causes it, you can't do it any differently. Dagegen sind wir. Und wir sehen uns nicht als eine Partei an, die konservativ ist, schon gar nicht. He says they're not a conservative party. That's new to me. Even Wikipedia says the idea is to go back to the conservative roots of the CDU, the Christian Democratic Union. Als rechts. They're also not right-wing, which is also strange because the right wing is a legitimate part of the spectrum. What's so bad about it? So here again, they're trying to distinguish themselves already very early on from the AfD, the main alternative for Germany. Partei, sagen wir mal, die libertär ist, sondern wir sehen uns als eine Partei der Freiheit. And again, he says they are not libertarian, which is also problematic because that word already fell. It's pro-business, it's pro-freedom, whatever that means. Yeah, no, they're trying to attract people from the FDP as well, which is a libertarian party. Now they're saying they're not libertarian. So there are many, many contradictions here. Und deshalb, wir haben heute auch verabschiedet das Gründungsprogramm der Werteunion. Und beim Gründungsprogramm der It's this little document, 10 pages, he holds into the camera very briefly. This doesn't show confidence in this party. I would imagine this would be a much larger, comprehensive document, which starts with an analysis of what is wrong in the current society, in the political system, and justifying their approach and what they can do better, explaining that in detail. 10 pages is ridiculous. Wir wollen, dass es weniger Staat gibt, dass der Mensch selbst entscheidet, wie er lebt. Wir wollen nicht, dass der Staat uns Vorschriften macht. Deswegen haben wir auch sehr viel Zuspruch aus dem libertären, aus dem liberalen Bereich. Now he's saying there's support from the libertarian side. So again, a contradiction. Was wir CDU und CSU zum Vorwurf machen ist, dass sie über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte, ich spreche hier von Legislaturperioden, immer wieder gesagt haben, wir tun dies und letztendlich haben sie es nicht gemacht. But they were part of it for decades, him in particular. It's a bit late now to say that. Ich sagte heute in der Gründungsversammlung, mir kommt die CDU teilweise vor wie die Enkeltrickbetrüger, die den Bürgern, den alten klassischen CDU-Wählern immer wieder erzählen, und wir sind für mehr Sicherheit, wir sind für weniger Migration, wir sind für weniger Staat und wir sind für mehr Marktwirtschaft. Aber nach der Wahl sieht es anders aus. So how are they going to do it differently? That's the key question. Wir wollen eine klare Politik machen, eine ehrliche Politik und eine Politik von Leuten, die fast allesamt Quereinsteiger sind. So he says they're going to do politics done by career changers. That's how it's translated, people who come from outside. But these are the people who already left the party, and the people we see here are actually politicians who just continue to be politicians, who have been more or less supporting what has been going on for the last decades. Die ein Leben gelebt haben außerhalb der Politik. Not true. Full of contradictions. Die viel Berufs- und Lebenserfahrung haben und sich sagen, wir setzen uns ein. And he was shaking his head and not agreeing. Wir wollen anknüpfen an das Bonner Grundgesetz, wir wollen anknüpfen an die Bonner Republik. Wir sind der Auffassung, wir wollen einfach zurück in die Zukunft. So back to the future, it sounds cute, but we know now that many things have been going wrong for decades. It didn't just happen overnight. So just going back and trying to turn back the clock, I don't think that's the solution. They would have to explain what they do differently. Eine Frage, in den Medien unter anderem war die Rede von einer AfD 2.0. Warum ist das nicht der Fall? Warum ist das? So now again, the mainstream media asks, how are they not AfD 2.0? Meaning right-winged extremist. Es ist uns sehr wichtig, dass wir uns inhaltlich stark abgrenzen von der AfD. Wir stehen auch für eine Politik, die klar westorientiert ist, die europaorientiert ist. So here's already a major disappointment. So oriented towards the warmongers. Und das sind Punkte, die uns ganz klar von der AfD unterscheiden. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass uns allen klar ist, dass wir zukünftig mehr über Inhalt und Problemlösung reden müssen als über Parteitaktik. Insofern sind diese Unterschiede uns sehr deutlich. So that was not a strong answer at all. He could have been much more aggressive, like
We are a democratic party and we don't like name-calling and blasting other parties. We talk to everyone potentially supporting our program. So major mistake here already. Wir sind eine Partei, die keine Brandmauern aufbaut. Also wir reden mit allen. Ob das AfD ist oder Linke, ob es Grüne ist oder SPD, wir reden mit allen. Und diese Position habe ich auch als Verfassungsschutzpräsident seinerzeit vertreten. Denn als Demokrat muss man bereit sein, mit allen Menschen zu sprechen, auch mit Radikalen und auch mit Extremisten. Die andere Frage. So he's indirectly confirming that the AfD is radical and extremist. Die Frage ist, ob man mit Leuten zusammenarbeitet. Ja, das ist eine ganz andere Frage. Und ich sage auch, unser Premium-Partner wäre die CDU. Ich würde mir That's a major other disappointment. The premium partner is the CDU, which they left because of all the disappointment going on for decades. And now they're still eyeing towards it, which created all these problems. Major disappointment. wünschen, dass die CDU endlich mal die Brandmauer uns gegenüber abreißt. Oder What is this hope based on? So this guy doesn't look very healthy. He doesn't have a healthy skin color. You can see the white under the eyes. It's a sign of depression and exhaustion and instability. auch wenn er von Radikalen gewählt wurde, es ist für mich wichtig. So he's playing along. He's indirectly agreeing that extremists are in the AfD and voting for them. So there's no fighting back. This defaming of other parties and their voters and also propaganda and exclusion of opinions is highly undemocratic and led to the disaster of the last decade. He should have used this occasion to attack the media for the role they played in this. And the real questions the media should have asked, how they avoid the problems and manipulation of the previous parties by external influences like the US or big tech, the infiltration. As Maaßen was part of Germany's secret service, he actually should know. Es ist eben nach den Unterschieden gefragt worden, da wurde viel von Freiheit gesprochen, wir stehen wirklich für die Freiheit, die Werteunion steht für die Freiheit und zwar auch aus christlichem Geist heraus. Und das ist ja das, was bei der CDU verloren gegangen ist offensichtlich. Und wir stehen nicht für eine christliche Politik, aber für eine freiheitliche Politik, eine freie Politik aus christlicher Verantwortung. It's about the Christian spirit and Christian responsibility, but not about Christian politics. So I don't know what this means. It sounds like another contradiction. No one claims that they're going to do a Christian caliphate, sort of mixing religion and politics. So what was it all about? It was just another confusing thing, another logical contradiction. There are too many to take this seriously. Das ist eben heute auch entsprechend hier von den Gründungsmitgliedern immer wieder mal diskutiert und betont worden. Here he didn't agree. There was a short sign of anger, the pouting lips. Und ich möchte Sie bitten, möglichst fair über uns and an eye glare, a stern look. Zu berichten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an den Vorsitzenden And a smile in terms of fair reporting. wenden oder auch an mich. Wir stehen gerne zu Fragen zur Verfügung, auch in der Zukunft. Vielen Dank für Ihr Kommen und gutes Schaffen bei Ihrer Arbeit. And Maaßen, very submissive, bending down, and a little smile at the very end. Otherwise, a very serious press conference. So how do we interpret this little sideshow? So in summary, we don't see duping delights, which is a pleasure some people get when successfully tricking people. So there's nothing like that going on here. It's not an obvious con. However, too many mistakes happened. There are too many contradictions displayed. There's no sign of fighting back or explaining how they would do things differently. These mistakes can't be happening by chance. This points towards a purposeful implosion. Their body language shows signs of fear, sadness, submission. This was likely because of a setup, a rigged outcome directed from higher up. They don't feel good about themselves, but they had to follow these instructions to destroy the opposition movement in Germany. But what is it good for? Doesn't this wake up people? Some people might ask. Some will wake up. You could see the rise in panic in some YouTubers' faces. However, overall, this will atomize the opposition more and create headless, confused people blaming each other. There will clearly be more movement towards the AfD by voters as a last beacon of hope, but that ultimately will similarly fail, or there might not even be a next election due to various devastating external events or a cataclysmic event even. From the latter perspective, the values union could just be another distraction from the big picture or what's really going on. Hope you liked my little analysis and that it wasn't too bleak. At some point there will likely be a state of pure panic in the people, and I hope that you're mentally and physically prepared for this moment. Thank you for watching, and until next time, bye.